Können wir mal Ruhe machen da? Was ist los mit dir? Mein Name ist Timo Hildebrand und das wirklich Wichtige im Leben habe ich erst nach meiner Karriere gelernt. Ich bin ehemaliger Profi-Torwart, vor allem hier in Stuttgart lange gewesen, Meister 2007. Ich durfte auch ein paar Jahre in der Nationalmannschaft mit Oliver Kahn und Jens Lehmann spielen, war beim Sommermärchen dabei und wir sind heute hier im neuen Y, mein Herzensprojekt. Hier wird ein veganes Restaurant entstehen, was es so in Stuttgart noch nicht gibt. Und ja, das ist mein Herzensprojekt. Unten rechts unser Tormann Timo Hildebrand. Ich komme aus einem kleinen Ort, das nennt sich Hofheim-Ried, ist in der Nähe von Worms am Rhein, ganz im Süden von Hessen. Und mein Vater hat Fußball gespielt, mein Bruder auch, der ist mittlerweile Vermögensverwalter, wo ich auch sehr dankbar bin, weil der kümmert sich so ein bisschen um mich und guckt, dass ich nicht zu viel, oder der hält alles zusammen, sagen wir mal so. Ich bin niemand, der viel Geld raushaut. Mein Patenonkel, der hat mir irgendwann mal zu Weihnachten, glaube ich, ein paar Torwarthandschuhe geschenkt und ich hatte tatsächlich am meisten Lust, im Tor zu sein und hatte da einfach mega Spaß, mich wahrscheinlich auch im Dreck zu werfen. Also wenn du vom Dorf kommst, bist du irgendwann mal in der Kreisauswahl, in der Bezirksauswahl, dann schaffst du es vielleicht auch mal eben in die Landesauswahl. Und ich war dann auch in Köln, habe dann Probetraining gemacht, ich habe mir Frankfurt angeschaut. Und das Witzige war bei mir, ich hatte ein Jahr vorher eigentlich schon beim Waldhof Mannheim unterschrieben. Aber irgendwie kurz vor knapp habe ich mich dagegen entschieden, praktisch zum Waldhof zu gehen, weil ich irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte und musste dann noch mal ein Jahr in Hofheim bleiben. Und habe mich dann aber irgendwie auch danach entschieden, weil dann war die Realschule beendet, auch wegzugehen. Und Stuttgart war damals einfach so der Place to be, das war die beste Jugendarbeit damals in Deutschland. Es war nicht zu weit weg von der Heimat und habe mich dann einfach für Stuttgart entschieden. Ich habe dann im Jugendhaus da gewohnt, in Bad Cannstatt, mit 4, 5 anderen Jungs. Wir waren auf uns alleine gestellt. Wir hatten unten eine Familie, die hat für uns gekocht, aber das war so mein Schritt in die große, weite Welt. Jeder sucht ja so ein bisschen nach seinem Weg und ich habe eben, glaube ich, extrem danach gesucht. Ich glaube, bei mir kommt es einfach auch so familiär. Mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter, also ich will jetzt nicht sagen, sie war depressiv, aber es war nie so dieses wohlige Heim, so ein vertrautes Familienleben. Und ich glaube, wenn man sowas durchlebt, auch als Kind, hat man eben dieses Vertrauen im späteren Leben auch nicht. Oder es ist einfach schwierig, damit umzugehen, auch gerade mit schwierigen Situationen. Und ich glaube, das hätte einem geholfen einfach. Und deswegen war ich da oft so in der Zwickmühle und wusste nie so recht, wo ich hingehöre, auch im Privaten. Für mich war Fußball immer so eine Art Flucht auch. Da wusste ich, okay, hey, ich weiß, was ich kann, das ist meine Leidenschaft. Aber so im Privaten war immer so, hey, Entscheidungen treffen, das war immer schwierig. Ja, ich glaube, jeder hat so seine Story und also es kommen ja nicht alle aus irgendeinem wohlbehüteten Elternhaus. Ich will auch da nichts verteufeln oder ich hatte echt eine gute Kindheit. Aber klar, wenn die Eltern immer streiten oder der Vater Alkohol trinkt und wegläuft und irgendwie Stress macht zu Hause, ist einfach so wie es einfach nicht sein soll. Ich denke immer so für mich selber jetzt auch im Nachhinein, es sind ja alles junge Menschen, jetzt sind die Jungs noch viel jünger, aber also in welchem Umfeld lebt man? Also man muss Entscheidungen treffen, man spielt vor Tausenden von Zuschauern, viele Leute wollen von einem was und das ist gar nicht easy, damit immer umzugehen und auch jede Woche Leistung zu bringen, weil wenn du sie irgendwann nicht mehr bringst, dann kommt einfach der Nächste, dann bist du weg. Ich habe so viele talentierte Spieler gesehen, die begnadet waren und die es alle nicht geschafft haben.
Und ich glaube, Arbeit oder auch Disziplin und der Glaube daran und einfach auch dieses Tun, dieses Machen ist viel, viel wichtiger als nur Talent zu haben. Die werden einfach überholt, die Jungs, die nur Talent haben und sich darauf ausruhen. Einfach zu viele gesehen, die es, ja, wie gesagt, nicht nach ganz oben geschafft haben. Jugendmannschaft, die sind hier Meister geworden. Unter anderem war der Semmi, Kedira, wen haben wir noch? Andi Beck habe ich gesichtet. Selbst Meistertrainer Thomas Tuchel war hier, hat seine Anfänge hier gehabt. Damals noch mit langen Haaren. In meiner ersten richtigen Saison wären wir fast abgestiegen mit Felix Magath. Der kam dann, hat uns noch gerettet. Und dann war ich eigentlich so im Profibusiness mittendrin und direkt mit einer riesen Herausforderung direkt im ersten Jahr irgendwie gegen den Abstieg zu spielen. Wir haben uns dann abends immer vorm Spiel zum Bier getroffen, haben auch oftmals getrunken und der Ghanäer hat sich einen Eisbecher bestellt. Und Felix Magath kam in den Raum rein und hat gesagt, Leo, bist du eigentlich wahnsinnig? Hat einen richtig rund gemacht und der Ghanäer hat den Eisbecher praktisch an Felix Magath seinen Kopf vorbeigeworfen. Und das war wie ein Schock für alle. Er hat den Eisbecher so angeschaut und Felix Magath angeschaut und hat so einfach boom, nach dem geworfen. Es war hart. Für mich war der VfB meine beste Zeit in meiner Karriere. Deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Und Stuttgart ist meine Heimat sozusagen nach meiner Geburtsstätte. Und von daher ja, war das so mit die beste und schönste Zeit einfach. Wer war der beste Trainer? Schon Matthias Sammer. Der war hier leider nur ein Jahr. Und dann ist der VfB auf die glorreiche Idee gekommen, Trapattoni zu holen. Aber Matthias Sammer war schon richtig gut, richtig viel Ahnung und hat auch die Mannschaft brutal gepusht. Ich habe im Winter ja praktisch verkündet, dass ich weggehe. Und für mich war es irgendwie wie ein Drehbuch, wie ein Film. Im Winter stand nie fest, dass wir Meister werden, weil wir waren irgendwie 6., 7. oder sowas und haben dann irgendwie fast kein Spiel mehr verloren. Ich glaube auch, man kann sagen, es ist verrückt oder es ist irgendwie Schicksal und so, aber ich glaube, wenn ich meinen Abschied nicht verkündet hätte, wäre es vielleicht nie dazu gekommen, dass wir Meister geworden wären. Das ist so mein inneres Gefühl, weißt. Es hat einfach irgendwie so kommen müssen. Es war ein großes Ziel oder ein Wunsch, klar. Manchmal treffen auch solche Wünsche und Ziele nicht ein, aber irgendwie hat es so passieren müssen und mit uns hat ja damals auch niemand gerechnet. Also es war schon brutal besonders und da habe ich das erste Mal auch so richtig frei gefühlt, einfach auch so das genießen zu können, irgendwie auch mit der Truppe, auch irgendwie ist da so eine Last abgefallen, weil ich schon früher auch eher so der Markus Babbel hat mich mal Nobby negativ genannt. Also ich hatte schon auch, ich komme ja eher aus der Generation, oder ich habe Berthold erlebt, Wohlfahrt, Legert und ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo Thomas Berthold nicht über irgendwas geschimpft hat in der Kabine. Alles scheiße, oder auch Freddy Bobic damals. Und ja, aus so einer Generation komme ich einfach, oder das waren meine Lehrmeister. Und ich war schon eher auch der rumgemotzt hat oder auch angeeckt ist bei Trainern, was mir im Nachhinein dann auch auf meine weiteren Stationen wahrscheinlich nicht gut getan hat. 2007, die ganze Stadt war voll. Es war Wahnsinn, wie viele Leute uns da begleitet haben. Und wir waren ja da ewig unterwegs im Autokorso. Aber irgendwann musste ich mal aufs Klo. Wir haben ja auch Bier getrunken etc. und so. Und es gab konnte ich dann nirgends hin, weißt. Und am Hauptbahnhof bin ich dann ausgestiegen mit dem Security. Das war ganz witzig. Meine Familie war dann im Hotel, die habe ich zufällig da getroffen. Bin auf Toilette, habe mit denen ausgetrunken, die sind halt weitergefahren. Und ich bin dann durch den Schlosspark mit so einem Security zu Fuß zum Schlossplatz und war dann auch als Erster auf der Bühne mit den Fantas. Das war schon witzig. Ich glaube, man realisiert es auch erst so irgendwann mal danach. Ich meine, wir durften ja nicht ganz so besoffen sein, obwohl wir alle besoffen waren, weil wir hatten ja eine Woche später noch Pokalendspiel. Ja, damals war schon so,
Man kann halt nirgends hin. Jeder kennt einen, jeder verbindet dich mit dem Fußball. Aber mir hat es als Mensch auch geholfen, weil, wie gesagt, ich war eher so der Zurückhaltende und dadurch habe ich gelernt, auch auf die Leute zuzugehen. Aber auch das, nicht jeder mag einen, jeder labert dich vielleicht auch irgendwie mal dumm an auf der Seite, wenn du irgendwie abends unterwegs bist mit ein paar Leuten. Du merkst die Blicke von überall. Oder meine Jungs sagen mir immer, hey, jeder glotzt auf dich und so. Das ist nicht einfach, immer irgendwie so präsent zu sein. Ja, damals war irgendwie so für mich klar, ich gehe weg. Ich will irgendwie den Next Step machen. Was eigentlich auch nichts Ungewöhnliches ist, vom Verein wie VfB Stuttgart dann auch mal irgendwie weiterzugehen. Für mich war einfach die Frage, okay, immer VfB oder auch mal was Neues sehen. Aber es war einfach der falsche Verein zum falschen Zeitpunkt. Wir waren in der Saison ähnlich wie jetzt Schalke, 3, 4 Trainer, Sportdirektor, Präsident weg und einfach ein richtig schlechtes Fahrwasser geraten. Und dazu kam noch, dass der damalige Torwart Canizares wieder erwartend seinen Vertrag verlängert hat und mir auch im Weg stand. Und es war keine einfache und auch keine schöne Zeit. Es gab schon ein paar Spiele, wo ich auch irgendwie so auf Autopilot im Tor stand und gar nicht gewusst habe, okay, wie habe ich jetzt die Bälle gehalten. Oder ich war froh, dass nichts aufs Tor kam, weißt. Also das gibt es dann schon auch. Das sind klar extreme Phasen, aber dir bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, ich spiele trotzdem. Oder du hast wirklich auch einen verständnisvollen Trainer oder auch Team, wo du mal eine Auszeit nehmen kannst, aber letztendlich musst du liefern und es ist leider in der Gesellschaft Fußball, Ellenbogen, ist es einfach so. Letztendlich ist es ja eine brutale Leistungsgesellschaft, in der man sich bewegt und nie auch Männer untereinander. Ist immer irgendwie Schwäche zeigen schwierig und ich glaube schon, dass es einfach im Fußball damals zumindest nicht dazugehört hat. Wie es jetzt ist, keine Ahnung. Aber so Themen anzusprechen, ist, glaube ich, immer schwierig in der Männerwelt. Und deswegen gab es das damals im Fußball auch nicht. 2008 Emery kam dann nach Valencia und da war auch EM, wo ich aussortiert wurde. Auch überraschend für viele, aber auch für mich selber. Das hat mich schon brutal runtergezogen und da habe ich eben auch lange dran geknabbert. Auch in der Vorbereitung unter dem neuen Trainer. Und habe einfach auch nicht gut performt, weil ich damit mich wirklich auseinandergesetzt habe und einfach down war auch. Und dann kam das erste Saisonspiel und er hat zu mir gesagt, hey, du spielst nicht, weil wir hatten zwei Spiele vorher gegen Real Madrid, Supercup und so, dann sind wir da, das haben wir noch verloren, obwohl wir 2 Mann Überzahl waren. Und irgendwie war es halt auch so, okay, belastet. Ein neuer Torhüter kam, der war eine Woche da, neuer Trainer und er hat dann einen anderen spielen lassen. Und ich bin einfach nicht zum ersten Saisonspiel hin, also nicht mal ins Stadion. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwas Böses wollte, sondern ich war einfach fertig. Irgendwie EM-Ausbotung, dann hast du das erste Saisonspiel nicht, bist auf die Tribüne geschickt worden und so. Da war ich einfach durch. Und Emery ist ein guter Trainer, also hat er auch im Nachhinein dann auch gezeigt. Und für ihn ist einfach so dieser Teamgedanke extrem wichtig. Und wenn eben dann ein Spieler kommt, der sagt, hey, nee, ich gehe nicht ins Stadion, das hat mir einfach so die Zeit damals gekostet. Und ich habe dann noch versucht, so kurz vor knapp zu wechseln, 2, 3 Tage vor Transferschluss. Und dann war es eigentlich erledigt. Der Wechsel hat dann nicht funktioniert nach Hoffenheim. Ich bin ja dann erst im Winter nach Hoffenheim. Und dann war es klar, das nächste halbe Jahr ist irgendwie nur Eierschaukel. Ja, im Nachhinein kann man immer drüber lachen, weil man weiß, was man daraus auch irgendwie gezogen hat. Aber klar, damals war es, obwohl man irgendwie in der Sonne lebt, am Strand, hat ein gutes Leben, verdient viel Geld. Aber wenn du nicht gebraucht wirst oder einfach so ohne Aufgabe, ist es nie gut. Ich bin dann nach Hoffenheim gegangen, weil ich so dieses sichere Zuhause wieder haben wollte, Nähe von zu Hause, aber auch mein Ex-Trainer Ralf Rangnick
Habe halt gedacht, okay, die sind Erster, dann gehst du da hin und wir haben ein geiles Projekt. Und dann kam es da eben auch anders. Ja, absoluter Tiefpunkt kam eben nach Valencia oder die Jahre danach, wo ich auch mal arbeitslos war, ohne Verein da stand. Und Hoffenheim war ja noch okay, aber da war schon so gestempelt, irgendwie okay, schwieriger Typ. Dann bin ich irgendwie kurz vor knapp noch nach Lissabon, auch ohne Aufgabe, ohne Chance, einfach nur dort gewesen. Da hatte ich eigentlich mehr Urlaub als sonst irgendwas und war auch wieder froh, weg zu sein. Aber dann kamen eben Monate der Ungewissheit, der Arbeitslosigkeit, kein Verein. Und selbst in der Zeit hatte ich dann Angebote und habe es nicht gemacht, weil ich einfach nicht überzeugt war. Ich war in Bastia, ich war in Herrenwehen und habe dann abgesagt, obwohl ich wusste, okay, am nächsten Tag gehst du wieder irgendwo bei Pforzheim auf den Platz und trainierst. Das ist somit das Schwierigste, einfach ins Blaue rein zu trainieren, nicht zu wissen, wie geht's weiter, was kommt überhaupt noch mal was. Da gab es schon Tage, wo ich auch gedacht habe, okay, das war's. So komisch es anhört, das war das erste Mal, wo man kein Geld mehr verdient, auch wenn man irgendwie genug hatte oder Rücklagen hatte. Aber auch so dieses Gebrauchtwerden, einfach diese Leidenschaft, du weißt, das, was man einfach macht, das, was man machen will, nicht mehr ausüben zu können und einfach so außen vor zu sein und einfach auch so abgestempelt. Dann fragt man sich schon, okay, was hast du eigentlich alles falsch gemacht, dass du als deutscher Meister irgendwie jetzt ein paar Jahre später bist ohne Verein. Wie kann das sein? Was ist da schiefgelaufen? Das fragt man sich ja selber und es ist ja auch nicht ohne Grund passiert. Ich denke immer, alles hat seinen Grund und ich sollte daraus auch was lernen fürs Leben auf jeden Fall. Letztendlich, glaube ich, war es für mich extrem wichtig, so im Leben einfach zu lernen, wieder diese Demut, weißt, weil wir hatten das vorher schon mal. Als junger Spieler oder als junger Mensch verdienst du viel Geld, dir fliegt viel zu, du schottest dich ab, wirkst arrogant oder denkst, dir gehört die ganze Welt und nachher stehst du irgendwie ohne Verein da. Dann lernt man einfach extrem viel im Leben und ein paar meiner Freunde haben auch gesagt, das hat dir auch gut getan, auch wenn es eine absolut scheiß Zeit war. Ich hatte viele Tiefpunkte in der Zeit, als ich arbeitslos war. Keine Ahnung, auf den Platz gegangen und irgendwie der Akku total leer gewesen, mental einfach am Boden und einfach keinen Bock gehabt auch zu trainieren, weil für was auch. Aber letztendlich irgendwie hat es so kommen müssen, dass ich dann nochmal auch gerade Schalke ein neues Zuhause gefunden habe. Aber auch da, das war ja nicht von Anfang an, okay, gleich Nummer 1, sondern ich musste mich über die Amateure, habe ich gespielt, klar, bei den Profis trainiert. Dann war ich mal Nummer 2, war Nummer 1, dann war ich wieder irgendwie im zweiten Glied, habe mich verletzt. Also das war von bis. Aber letztendlich war das meine zweitlängste Zeit auch. Aber jetzt sagen Sie schon ohne Klavier, ne? Ja, Chelsea auf Schalke, keine Ahnung, was da passiert ist. Es war einfach der eine Moment mit einem Gedanken zu viel und dann war es zu spät. Wie gesagt, das ist ja auch diese Besonderheit als Torwart. Ich habe überragend gehalten bis zu dem Zeitpunkt. Kann mich an den Freistoß erinnern. Mega. Aber dann kommt eben diese Situation und du kannst einfach nicht sagen, okay, auswechseln, ich gehe nach Hause. Du musst das ganze Spiel weitermachen. Und jeder sitzt in der Kabine und weiß, okay, das war mega scheiße. Wir liegen jetzt Chelsea einzeln zurück und das ist wahrscheinlich auch entscheidend. Aber was willst du machen als Torwart? Du musst weitermachen, sonst ist ja gar kein Standing mehr. Und das sind eben die Situationen auch als Torwart, wo du mit klarkommen musst, obwohl du genau weißt, okay, Riesenscheiße. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ist meine Karriere gut verlaufen. Aber klar, es war eben das Höchste, was man so in meinem Level irgendwie erreichen kann mit der Meisterschaft, eine Weltmeisterschaft im eigenen Land mitzunehmen. Oft auch international gespielt mit dem VfB. Aber klar, es waren auch brutale Tiefpunkte dabei. Eben das Schlimmste, was passieren kann, halt ohne Verein dazustehen. Und ich glaube, diese ganze Bandbreite habe ich letztendlich als Fußballspieler und dann auch als Mensch mitgenommen. Und ich glaube, das ist brutal wertvoll für das Leben danach.
Jetzt lebe ich so in einer Welt, wo zum Beispiel dieses Thema Yoga, um da schon mal irgendwie drauf zu kommen, das ist ja genau das Gegenteil. Da gibt es keine Ellbogen. Alle sagen, hey, alle akzeptieren so, wie du bist. Irgendwie, das ist eine ganz andere Welt. Keiner kämpft gegen dich. Und ich glaube, das ist genau auch so ein Thema, wo ich mich dann wohlfühle. Keiner irgendwie will irgendwas von dir, sondern du kannst so sein, wie du bist, auch mit Schwächen, was im Fußball ja auch nie stattfindet. Da gibt es keine, ich sage jetzt einmal, Deep Talks oder nur wenig. Du musst immer irgendwie stark sein. Und deswegen, glaube ich, fühle ich mich jetzt im Nachhinein da auch viel, viel wohler, einfach auch so sein zu können, wie man tatsächlich auch lebt oder empfindet. Diese typische Männerwelt im Fußball habe ich mich sowieso nie wirklich wohlgefühlt, weißt du? Dieses typische, irgendwie dickes Auto, nach außen zeigen, was man alles hat. Ich habe auch das Leben genossen. Ich hatte auch mal irgendwie Maserati geleast oder bin Business Class irgendwo hingeflogen. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist nicht meine Welt. Und ich will nicht sagen, ich verachte das, aber es gibt eben auf der Welt andere Dinge, die wichtiger sind, als jetzt irgendwie ein dickes Auto zu fahren. Ich habe mich eben lange gefragt oder habe immer auch wieder viele Anfragen gekriegt. Hier ein soziales Engagement, machst du hier mit bei dem Benefizlauf oder bist du hier Schirmherr? Und irgendwann habe ich von Stelb erfahren und habe denen eine E-Mail hingeschrieben, hey, wie kann ich euch unterstützen? Großes Netzwerk, wie kann ich euch helfen? Die kommen eigentlich eher so aus der Flüchtlingshilfe. Der Gründer ist mittlerweile einer meiner besten Freunde. Und mich hat es einfach so beeindruckt, weil er ist einfach mit einem Auto an den Balkan gefahren, hat das Auto vollgemacht mit Decken und hat einfach was unternommen. Und ich finde, für mich war das damals total beeindruckend, weil er einfach was gemacht hat. Der Kan sagt immer, wir haben in der Lotterie gewonnen und die Kids eben nicht. Die sind einfach da geboren, wo sie geboren wurden. Und wenn man dann die Zustände sieht und weiß, okay, wir sind ja nur einen Tag oder eine Woche vielleicht mal und die Kids und die Menschen dort leben da jahrelang. Er ist, glaube ich, auch oft sehr introvertiert. Allerdings merkt man dann wieder in so Schlüsselszenen, irgendwo, wie gesagt, vor Ort, in einer ganz schlimmen Situation. Wir hatten eine ganz bestimmte Situation, wo Kinder wirklich in einem ganz, ganz erbärmlichen Zustand waren, also in einem wirklich fürchterlichen Zustand. Und dann, dann sieht man auch, wie das ihn emotional packen kann. Und dann öffnet er sich auch und man merkt ihm auch an, wie ihn das berührt. Breaking the Stereotypes soll genau das sagen, dass man einfach diese Schubladen einfach mal zulässt. Und für mich gibt es einfach 1000 Gründe, oder für mich ist es logisch, einfach auf tierische Produkte zu verzichten und diesen Weg zu gehen. Und es wurde auch einfach immer mehr zu meinem Lifestyle, ohne jetzt da Aktivist oder Hardcore-Veganer oder radikal zu sein, was ja immer noch so in diese Schiene gebracht wird. Und von daher, ich beschäftige mich schon lange mit und letztendlich hat es geendet jetzt in dieser Location hier. Ich bin kein Gastronom, ich sage immer, ich habe gar keine Ahnung davon. Deswegen habe ich mir einfach gute Partner damit reingenommen. Aber ich darf trotzdem das Projekt leiten sozusagen und auch viele Connections machen und auch einfach auch lernen. Und mir macht es aber brutal viel Spaß. Meine Funktion ist eher, alles zu überwachen, aber ich habe mir fest vorgenommen, auch mal als Küchenhilfe vielleicht zu agieren, weil ich einfach auch wissen will, was die Jungs, glaube ich, jeden Abend leisten werden. Wir haben ja ungefähr 80 bis 100 Sitzplätze drin und genauso viele noch mal draußen. Und ich glaube, die müssen schon richtig Gas geben. Aber ich hoffe, wenn ich dann als Küchenhelfer agiere, dass ich die Jungs nicht aufhalte.
glaube, jeder von uns ist vegan, wenn er auch mal Pommes isst mit Ketchup. Und letztendlich kennen wir das alle. Aber klar, man kann sich gesund vegan ernähren, man kann sich auch ungesund vegan ernähren, aber genauso mit Fleischprodukten etc. Also das eine bedingt nicht das andere. So, komm. Hawaiianisches Spirulina. Zack, Junge. Chlorophyll, Junge. Dann wird's richtig grün. Einmal. Ist das gesund? So krank gesund. Ha? Alles, was grün ist, ist gesund. Zack, Gerstengras. Das war's. Viele Leute hauen da immer irgendwelche Parolen raus, auch irgendwelche Vorurteile, wo man sich immer auch so das Gefühl hat, rechtfertigen zu müssen, aber auch die ganzen Fleischesser sozusagen, sage ich mal, wir haben auch immer das Gefühl, sie müssen sich rechtfertigen. Ich glaube, man muss die Leute abholen, einfach dieses Umdenken stattzufinden, was es einfach für einen selber heißt, aber auch was es für die Umwelt heißt. Und diese Idee versuche ich irgendwie mit diesem Projekt irgendwie voranzutreiben. Wie die Handschuhe früher, weißt du? Das dürfen wir auch nicht zeigen. Yoga kam dann erst so richtig in mein Leben nach der Karriere, weil ich einfach auch mich nicht mehr wohlgefühlt habe mit meinem Körper nach der OP. Und einfach, es bleibt einfach was übrig, generell. Und Yoga hilft einem brutal, sich einfach wieder gut zu fühlen. Also es ist ja nicht nur die Bewegung, sondern auch diese ganzen Atemtechniken und Meditation spielt ja auch eine Rolle, von daher ist es echt ein gutes und einfaches Gesamtpaket. Man braucht eigentlich nur eine Matte. Ja, Yoga ist schon so ein Frauending erstmal. Viele sagen ja, du machst ja auch nur Yoga, weil so viele Chicks in den Kursen sind. Aber ist ja aktuell auch nicht mehr machbar, man macht es ja nur zu Hause. Nee, ich mache tatsächlich Yoga. Und man sieht immer mehr Männer in den Yoga-Studios auch, also als sie noch auf waren. Weil einfach auch dieses Mindset, auch da, diese Stereotypen verändern sich einfach. Ich mache Yoga auch, weil ich einfach in Zukunft beweglich bleiben will. Ich will agil bleiben, allein wegen meinem Sohn. Ich habe immer noch Bock, irgendwie in 10, 15 Jahren noch genauso mit dem irgendwie Blödsinn zu machen, Fahrradfahren zu gehen oder rumzurennen und nicht irgendwie am Rollator rumzulaufen oder mit meiner Hüfte so Probleme bekommen, dass ich nichts mehr mit ihm machen kann. Das ist so eigentlich mein tiefer Antrieb. Mein Sohn, was bedeutet mir? Alles, klar. Also ich sage es irgendwie so selbstverständlich, aber ja, ist der wichtigste Mensch. Berührt dich das gerade so ein bisschen, darüber zu sprechen? Schon. Immer wieder, klar. Es berührt mich aber auch deshalb, weil ich immer an meinen eigenen Vater denken muss. Weil ich eben nicht diese Verbindung hatte oder eben, ja, ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich will einfach jemand anders sein für ihn. Mein Vater war so ein bisschen auch verstoßen von seiner Familie, der hatte auch nie ein gutes Verhältnis zu denen und deswegen weiß ich auch, woher das kommt, aber klar wünscht man sich als Sohn immer irgendwie auch so eine Vaterfigur einfach, wo man Halt findet und deswegen glaube ich, ist es für mich extrem wichtig, das auch für meinen Sohn zu sein. Auf jeden Fall. Ich meine, mein Sohn lebt ja brutal luxuriös auf, oder auch die Generation heutzutage generell.
Aber trotzdem so eine Art Bodenständigkeit auf jeden Fall und auch Demut zu dem, was er hat. Ich versuche ihm schon immer wieder zu sagen, ich hätte keinen Bock zu sehen, wenn er irgendwie auf dicke Hose macht, wenn er später größer wird. Weil die Gefahr die ist größer, als wenn du irgendwie aus einem anderen Elternhaus kommst, glaube ich. Deswegen ist es mir brutal wichtig. Klar, er hat Bock auf Fußball, aber wer weiß, wie sein Weg sein wird, was da alles noch passiert, ob er irgendwann mal wechselt. Ich glaube aber, er hat eine brutal soziale Ader. Das kümmert sich auch um seine Jungs und ich glaube, ihm ist wichtiger, irgendwie coole Freunde zu haben, als jetzt unbedingt Fußballer zu werden. Also ich glaube, es gibt auch andere Väter, die ihre Kids jetzt schon so hintrimmen und so, aber er genießt brutal viel Freiheit und soll einfach das machen, worauf er Bock hat. Das ist vom letzten Spiel in Cottbus und das ist gegen Bochum. Bambi hast du auch. Verrückt, gell? Was denn ja? Für Integration? Nee, Nachwuchsspieler. Da stand ich auf der Bühne völlig verloren. Ich bin schon glücklich. Klar, es gibt immer Herausforderungen, aber was mich glücklich macht, ist, glaube ich, so gelernt zu haben, irgendwie auch eher den Sonnenschein zu sehen, als irgendwie die Wolken. Und ich glaube, wenn man mit so einer Einstellung grob durchs Leben geht, geht es einem besser oder geht es einem gut. Und es gibt eigentlich nichts. Wir leben alle irgendwie so gut, es gibt nichts zu jammern. Und ich kann die Projekte verfolgen, die mir einfach auch brutal wichtig sind. Und dann, ja, das macht mich schon glücklich. Ja. Ich hätte wahrscheinlich schon noch gerne ein paar Titel mehr gesammelt, aber ich habe mit 2 Vereinen Titel geholt, die irgendwie utopisch waren. Und von daher ist alles in Ordnung, so wie es gelaufen ist.